aus vollster Überzeugung, wenn ich mir Mitspieler aussuchen könnte, dann sind es solche Jungs. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Der letzte Spieltag steht an. Es heißt Abschied nehmen von der Saison. Es heißt Abschied nehmen von verdienten Spielern. Und ich unterhalte mich mit einem verdienten Spieler. Aber, das ist die gute Nachricht direkt am Anfang, er bleibt uns erhalten. Ich freue mich jetzt beim letzten Feiertagsmagazin Mats Hummels begrüßen zu dürfen. Hallo Mats. Hi Nobby, Dankeschön. Danke für die liebe Anmoderation. Ich habe mir Mühe gegeben, so wie es sich gehört. Dementsprechend. Also, Mats, vor ein paar Wochen war es nicht unrealistisch, hier heute mit leeren Händen zu stehen. Vielleicht Tabellenfünfter, das Pokalendspiel verloren. Jetzt sind wir Pokalsieger, stehen momentan auf dem 3. Tabellenplatz, sind für die Champions League qualifiziert. Welche Stimmung herrscht bei dir nach der letzten Woche? Ja, eine sehr gute Stimmung bei uns allen. Ich glaube, die letzten Wochen in der Bundesliga jetzt mit 6, 7 Siegen am Stück, mit dem Pokalsieg. Man muss ja auch sagen, mit dem guten Auftreten gegen Man City, auch wenn wir da rausgeflogen sind, haben wir wirklich irgendwie gerade noch rechtzeitig so die richtige Richtung eingeschlagen, die Saison. Und jetzt können wir auf einmal, womit, glaube ich, niemand gerechnet hat, vor ein paar Wochen, auch wir selbst bestimmt irgendwie nicht, auf eine gute Saison zurückblicken. Statt mit Fans, Freunden oder Familie schön zu feiern, ist es für euch direkt zurück ins Hotel gegangen, in die Quarantäne. Wie verbringt man dann nach wirklich so einem Finish überhaupt die Zeit im Hotel? Ihr könnt ja nicht alle wichtigen Bücher der Welt lesen, oder? Ich glaube, das machen auch die wenigsten. Da braucht ein Buch dabei. Das ist noch nicht mal aufgeschlagen worden, muss ich gestehen. Ja, man muss auch sagen, wir sind gar nicht gefühlt so lange irgendwie jetzt im Hotel, weil wir waren erst in Berlin, dann in Mainz. Das heißt, von diesen 11 Hoteltagen sind es, glaube ich, am Ende, haben wir irgendwie 5, 6 schon mal auf Reisen verbracht, auch mit viel positiven Emotionen natürlich mit den beiden Spielen. Und dann vergeht so eine Zeit schneller. Und jetzt, ja, irgendwie sind wir schon fast am Ende unserer kleinen Quarantäne zum Saisonende angekommen und ich glaube, sowas wie Lagerkoller ist gar nicht aufgekommen. Ihr musstet ich habe es schon gesagt, in ein Quarantänehotel, aber einer, der durfte auf Reisen gehen, unser Pokal. Und der war bei Matteo Morey und bei Marvin Hitz und wir waren natürlich mit der Kamera dabei. Pokalsieger. Hallo Pokalsieger. Wow. Amazing. Ja. Wir sind Pokalsieger. Mats, Hand aufs Herz, wie geht es dir, wenn du solche Bilder siehst? Ja, einerseits natürlich sehr gut, andererseits weiß ich auch, wie hart es für die Jungs ist, dann da eben nicht dabei zu sein. Dann vor allem Mathe, der ja lange ausfallen wird, der weiß ganz genau, so schnell wird er irgendwie nicht an diesen Spielen wieder teilnehmen. Bei Marvin ist es ja ein bisschen besser, ein bisschen weniger schlimme Verletzung. Wir sind sehr, sehr, sehr froh und emotional gewesen, dass wir den ganzen verletzten Jungs, da zählen ja noch Axel, Schmelle, Yusufa, also wir hatten ja wirklich extrem viele Langzeitausfälle die Saison dazu. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, aber ich glaube, das dürfte relativ komplett gewesen sein. Ja, denen allen das gegeben zu haben, dass die sich jetzt eben auch Pokalsieger fühlen und nennen dürfen, das hat uns, glaube ich, sehr viel bedeutet und auch mit Sicherheit noch einen Ticken motiviert, dass wir diesen ganzen leidtragenden Mitspielern von uns eben da nochmal so ein positives Erlebnis am Ende geben konnten. Das sieht man auch, dass ein wirklicher Zusammenhalt in der Mannschaft besteht. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Sportlichen. Es geht gegen Leverkusen am letzten Spieltag. Ihr seid Dritter. Was motiviert euch, diesen Platz unbedingt halten zu wollen? Abgesehen davon, dass ihr natürlich Sportler seid und immer gewinnen wollt.
Ja, das ist der erste Punkt. Wir wollen einfach ein Spiel, was wir antreten, gewinnen, weil es macht keinen Spaß, wenn du auf dem Platz stehst, irgendwie nur mit 50% agierst und dann auf die Mütze kriegst. Das macht viel weniger Spaß, als sich anzustrengen, 100% zu geben und eine reelle Chance auf den Sieg zu haben. Dann finde ich, ist der dritte Platz, klingt auch nochmal wesentlich besser als der vierte. Also den würde ich wirklich gerne jetzt behalten. Also den bekommen haben am Wochenende. Hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Fühlt sich ganz gut an. Und dann logischerweise, ich würde sagen, der Verein hat wahrscheinlich auch noch was davon finanziell. Eine Tabellenplatzierung hat immer Auswirkungen aufs TV-Geld. Ja. Wie bitte? Ja. Ja, so. Also man kann sich aus allem was rausziehen. Rein sportlich, Prestige, finanzielle Anreize. Finde ich auch, Jeder kann sich aussuchen, was er haben möchte. Punktprämie. Ja, haben vielleicht auch noch Prämien oder sowas. Ne? Also, wenn wir gewinnen, ist das eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ganz genau. Aber natürlich am Samstag, letzter Spieltag, geht's, ich habe es am Anfang gesagt, um Abschied nehmen. Verabschiedet wird Lukas Piszczek nach gefühlten 439 Jahren beim BVB. Aber auch Manny Bender wird ein bisschen verabschiedet. Wie sehr bedauerst du es, dass diese Verabschiedung nicht vor einem vollen Haus stattfinden kann? Ja, komplett. Das hätten beide sich so verdient gehabt. Sven hat ja seinen Abschied, glaube ich, schon bekommen einmal in Dortmund im Stadion. Aber ich glaube, die beiden jetzt zusammen mit dem Saisonende, das wäre für die zwei ein absolut verdienter, unheimlich emotionaler, für uns alle, glaube ich, emotionaler Abschied geworden. Ist wirklich schade, dass sie nicht nochmal vor 80.000, vor 25.000 auf der Süd eben da stehen dürfen und sich feiern lassen dürfen, wie sie sich zu 100% verdient hätten nach ihren beiden Karrieren. Also mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja nochmal irgendwann hin. Vielleicht gibt es das noch, aber ich glaube, wir alle hätten das sehr gerne jetzt am Samstag gesehen. An der Stelle wollen wir natürlich auch die beiden nochmal hochleben lassen und hier ein paar schöne Bilder von Piszczek und von Manny. Ja, Mats, die beiden, einfach tolle Typen. Du kennst sie natürlich auch sehr, sehr gut, hast lange mit ihnen gespielt. Vielleicht mal abgesehen von den sportlichen oder fußballerischen Qualitäten, was sind das für Jungs? Das sind Mitspieler, wie du sie dir baust, wenn du dir perfekte Mitspieler schaffen möchtest. Punkt. Ja, ich sage das aus vollster Überzeugung, wenn ich mir Mitspieler aussuchen könnte, dann sind es solche Jungs, geben immer alles, spielen für die Mannschaft, so, sind absolute Teamplayer, sind auch noch witzige, coole Typen, die beide ja so, jetzt sage ich mal, in der Öffentlichkeit jetzt etwas wortkarger rüberkommen oder meistens zumindest, aber durchaus auch sehr schlagfertig unterwegs sind, ne? Nicht unterschätzen die zwei. Deswegen zwei absolute Traummitspieler meiner Karriere. Ich bin unendlich glücklich, mit solchen Jungs Fußball gespielt zu haben und das meine ich mit 100%iger Überzeugung. Also wenn ich irgendwann mal eine Top 5, Top 10, was auch immer meiner Mitspieler aufstellen muss, da haben die beiden einen ganz, ganz, ganz sicheren Platz. Sehr schön. Das ist Musik in den Ohren von den beiden, das weiß ich jetzt schon. Ja. Ach, die hören das? Nein, Piszczek darf das nicht. Ja, ich weiß nicht, ob er das Feiertagsmagazin sich jede Woche anschaut. Jetzt kommt es nochmal zum Duell. Zum letzten Mal in dieser Saison. Stürmer gegen Verteidiger, Nobby gegen Mats. Es geht in unseren Zweikampf und Mats, ich muss dir sagen, in diesem Jahr war ich ganz stark. Ich führe
73:51. Du kennst das Spiel ja, ich bin uneinholbar. Also ich weiß jetzt nicht, was die Jungs sich einfallen lassen, dass sie mir eine Freude bereiten, weil ich so stark war. Aber wir können ja vielleicht, wir zwei, einen Wetteinsatz uns ausdenken. Du kannst dir einen wünschen gegen mich, falls du gewinnst. Ich werde dich natürlich nach dem Spiel direkt informieren. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas mit Sven und Manni mache. Ja, es ist alles gute Wetteinsätze. Ja, wir können eine schöne Flasche Wein oder auch sowas, wie du gut, willst. ja. Oder so, oder du moderierst das nächste Mal in einem gibt's irgendein BVB-Mats-Hummels-Shirt, keine Ahnung, und wenn ich das nächste Mal irgendwas habe, dann komme ich mit einem Nobby-Dickel-Gedächtnis-Shirt ums Eck. Mehr geht's nicht, da würde ich extra für eins für machen lassen. Okay, gibt's sowas? Ich weiß, ich kenne nur den Schal. Nee, weiß ich nicht. Aber das ist aber eine gute Idee. Wir können ja dann auch beide ein bisschen kreativ sein und das finde ich zum Beispiel jetzt gut. Bei irgendeinem unserer nächsten, beim ersten Spiel nächstes Jahr muss ich mit einem von dir gestalteten T-Shirt moderieren. Ja. Das wird gut. Sehr schön. Das klingt gut. Ich habe jetzt schon eine Idee. Ich habe jetzt schon eine wunderbare Idee. Idee. Mir geht auch gerade schon eine Menge durch den Kopf. Ja, also, wir schauen auf die Spielwand und ich bin sogar, natürlich, du bist mein Gast heute so frei und sage, du darfst beginnen. Steck 3, hat er nach dem Pokalfinale schon alle Tränen weg? Pass auf, ich gehe auf BVB wird Dritter. Erstmal. Ja, das wäre jetzt auch meins gewesen, das ist jetzt leider weg. Okay, dann Piszczek 3. Vergiss Tränen. Schade, den vergisst. Können wir beim Sven Bender vergisst Tränen draus machen? Dann nehme ich das. Obwohl, der ist jetzt richtig gut. Vergisst Tränen, genau. Vergisst Tränen. Piszczek gelb, nein. Manni wird bestimmt auch ausgewechselt, aber ist er schon. Der langt schon mal gerne hin. Komm, Bender holt sich die 22. Gelbe. Sven, hau einen um und wenn's ich bin. Okay. Ich sage, BVB wechselt 5-mal aus. Das ist doch klar im letzten Spiel. Okay. Dann nehme ich mir noch, Piszczek wird ausgewechselt. Als sichere Bank. Okay. Der Piszczek kriegt sowieso nie eine gelbe Karte. Der hat auch nicht viel gehabt. Dann sage ich, der BVB hat 09 EM-Teilnehmer auf dem Platz. Okay, das heißt, wir haben beide potenziell 6 Punkte auf dem Table. Richtig. Muss ich mir natürlich auch gleich noch schnell eben notieren und ich fotografiere es dann ab und schick's dir einfach und dann kannst du ja mit der Planung beginnen. So, danke schön. Ja, Mats, eins muss ich dich und möchte ich dich auch noch gerne fragen. Diese Woche ist ja der EM-Kader berufen worden. Du bist dabei, das freut mich natürlich sehr. Aber ich würde dich gerne noch mal fragen, wie traurig bist du, dass du aufgrund der EM-Nominierung deinen Sommerurlaub verschieben musst? Überhaupt nicht. Also das bin ich jahrelang gewohnt, dass ich vor Beginn des Urlaubs meistens nicht weiß, wann er losgeht. Und ehrlich gesagt, dafür, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich, glaube ich, 10 von 10 Mal so ein Turnier nehmen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch danach noch ein bisschen Urlaub. Der fällt kürzer aus, als wenn ich das Turnier nicht gespielt hätte. Ja. Aber ja, ich freue mich auf beides jetzt schon sehr. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir verabschieden 2 sehr verdiente Spieler von Borussia Dortmund. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dir. Du bestreitest am Wochenende dein 398. Pflichtspiel für den BVB, ziehst damit mit DD gleich in die Top 5 der Geschichte von Borussia Dortmund. Was bedeutet dir das? Ich wusste das ehrlich gesagt bis gerade nicht. Ich wusste, dass ich irgendwie weit oben bin, aber ich dachte, wir reden eher über Top 10. Nee. Spontan würde ich sagen, bedeutet es mir mehr, als ich es vorher eingeschätzt hätte. Das ist schon eine Hausnummer. Also, ich kann dich jetzt noch ein bisschen heiser machen. Erster ist Zorki mit 571. Gut, das ist ein bisschen viel, ne? Roman hat 453. Aber jetzt wird es interessant. Platz 3, Reuter 421 und Lars Ricken 407. Also das wird passen. Ja. Aber das ist schon noch ein bisschen was habe ich vor mir. Also das könnte schon sein, dass das passiert. Also erstmal bin ich unheimlich froh und stolz, dass ich diese Spiele machen konnte und durfte. Und das
empfinde ich jetzt auch wirklich auch spontan, also wie gesagt, die Zahl kam mir jetzt nicht bekannt vor, extrem so. Haut mich etwas so wortkarg siehst du mich selten, ne? Nee, kenne ich nicht. Aber das ist ja auch das Schöne, das ist bei so einem tollen Verein wirklich so viel und so oft gespielt zu haben und im Ranking so weit oben zu stehen, glaube ich, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja, voll, was ganz Spezielles, definitiv. Also, super. Wie gesagt, Zocki, muss ich keine Sorgen machen, Zocki, du musst mich nicht direkt verkaufen, dich kriege ich eh nicht mehr. Aber alle anderen, ja, keine Ahnung, wenn ich lange gesund bin, hoffe ich natürlich, dass ich dann nächstes Jahr könnte schon Stefan Reuter, dann wärst du Dritter und dann, dann musst du noch mal ein bisschen nachdrehen lassen an den Gelenken und dann vielleicht haut sie. Alles klar. Mats, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, bringt die Saison schön zu Ende und wir hören uns ja am Samstagabend. Ich freue mich jetzt schon. Also, dann eine gute EM. Wir sehen uns natürlich in der neuen Saison sehr frühzeitig schon wieder, weil ich auch mit dabei bin. Vielen Dank. Also, das war's von eurem Feiertagsmagazin. Und ich wollte gerade sagen, alles Gute. Wir sehen uns demnächst wieder, aber das letzte Wort gehört meinem heutigen Gast, Mats. So, und zwar sehen wir uns demnächst hoffentlich alle wieder da, was hinter dir ist, Nobby, weil du bist zwar wirklich sehr gut aussehender Moderator der Show, aber ja, das Stadion hinter dir, das lockt mich mit 80.000 dann doch noch mehr. Also das ist der Rahmen, in dem ich mir unser nächstes Treffen wünsche. Das stimmt. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Bis bald.